Moviepark Germany läutet die dunkelste Zeit des Jahres ein. Das Halloween Horror Festival öffnet die Tore zur Hölle. 2 neue Horrorattraktionen, Erweiterung von Hillbilly Town und noch mehr Festivalatmosphäre suchen Europas größtes Halloween-Event heim. Wenn sich der Nebel verdichtet und die Schatten der Dunkelheit neue Opfer auserwählen, kennt die bösartige Seite von Hollywood in Germany keine Gnade. Moviepark Germany lässt in diesem Herbst das 27. Halloween Horror Festival mit neuen teuflischen Ideen auferstehen. Mit den 2 neuen Horrorlabyrinthen Blood Moon Trailer Park und Ahoi Brause Horror Lab glühen die Tore zur Hölle dieses Jahr intensiver als zuvor. Der Park bietet damit erstmalig in seiner Geschichte insgesamt 9 Horrorerlebnisse an, eins davon als erste Horror-Brand-Experience in einem deutschen Freizeitpark. Auch dieses Jahr ist das Jenseits ganz schön vielseitig. Über 280 Monster und 4 Scare-Zones lassen Europas größtes Halloween-Event wieder von seiner schaurigsten Seite erwachen. Neben DJ Max Behring auf der Plaza-Stage sorgen im hinteren Bereich des Parks eine neue Show, ein Live-DJ-Act und eine neu konzipierte Food-Zone für noch mehr Festivalstimmung. Bei der Live-Show Unhollowed 2 The Freak Show Straight Out of Hell in Studio 7 bringt Illusionist Christian Fahler wieder das Böse direkt aus der Unterwelt ins Scheinwerferlicht und hält ein paar Updates und neue Acts bereit. Das Halloween Horror Festival zeigt sich auch in diesem Jahr von seiner dunkelsten Seite und wir lassen neue Albträume wahr werden, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. Mehr Horrorerlebnisse und mehr Festivalstimmung warten auf die Gäste. So bieten wir Halloween eine noch größere Bühne. An insgesamt 22 Eventtagen zwischen dem 27. September und 9. November 2025 begrüßen die Horrorwood Studios alle Halloween-Fans zum diesjährigen Motto Your Bloodiest Vacation Ever und lassen neue blutige Überraschungen erwachen. Blood Moon Trailer Park und Ausbau von Hillbilly Town. Check in and never check out. Dieser Ausflug entpuppt sich als blutiger Albtraumtrip. 5 Autostunden nördlich von Los Angeles am Rande des Yosemite Nationalparks befindet sich der Blood Moon Trailer Park. Verlassen, verrottet, vergessen. Kein Empfang, keine Hilfe. Nur eine kaum befahrbare Straße, die zum zerfallenen Ort führt. Ein Ort, der schon in den 70ern aufgegeben wurde. Offiziell wegen Stromausfällen, inoffiziell wegen seltsamer Vorkommnisse. In den Medien machten zuletzt einige YouTuber auf sich aufmerksam, als sie verlassene Orte in Kalifornien erkundeten. Einer von ihnen hatte im Darknet Kartenmaterial gefunden, das auf verlorene Gasstationen, Autowracks und seltsame GPS-Ausfälle in der Region hinwies. Sie wollten eine Nacht im Blood Moon Trailer Park verbringen, um Klicks zu generieren. Was sie nicht wussten, die Red Root Kin, eine degenerierte Blutlinie, die von Generation zu Generation mutierter, wahnsinniger und grausamer wurde, bereiteten bereits ein Ritual vor. Jetzt steht ihr 27-jähriger Erntetag vor der Tür und frisches Blut ist das Hauptgericht. Seit dem Verschwinden der YouTuber weist der Yosemite Nationalpark alle Gäste ausdrücklich darauf hin, den Trailerpark während des Blood Moons nicht zu betreten. Das neue Horrorerlebnis wird vom Moviepark Germany Kreativteam in Eigenregie und in Zusammenarbeit mit der Firma Deko und Ideenwerk aus Mülheim erschaffen. Ein verlassener Trailerpark mit original amerikanischen Requisiten entsteht auf der 900 Quadratmeter großen Fläche hinter der Attraktion The High Fall und wird so den Bereich Hillbilly Town mit einer eigenen Outdoor-Horror-Attraktion bereichern. Mehrere begehbare Wohnmobile und authentische amerikanische Mobilheime, wovon eins mit einer Größe von 9 x 4 Metern besonders hervorsticht, finden dort ihren Platz unter dem Blutmond. Das neue Erlebnis ist für alle Gäste ab 16 Jahren vorgesehen. Auch darüber hinaus wird Hillbilly Town um einige neue Elemente und Requisiten ergänzt. Die Scare-Zone hat seit ihrer Umthematisierung vor 2 Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen, sagt Halloween-Projektleiter Manuel Prosotowitz. Da wir uns immer stark an der Nachfrage unserer Gäste orientieren, erschaffen wir dieses Jahr nicht nur ein neues thematisch passendes Horrorlabyrinth in Hillbilly Town, sondern erweitern den Bereich auch um einige Details.
Um den blutrünstigen Kannibalen zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten mit den Gästen zu bieten und ihre grausamste Seite zu zeigen, versteckt sich in dem Bereich eine geheime Überraschung, die mit Beginn des Halloween Horror Festivals ins Leben gerufen wird. Dann lässt der Blutmond die Hölle in neuer Form auflodern. Ahoi Brause Horror Lab, die neue Horror Maze präsentiert von Ahoi Brause. Nach dem großen Erfolg der Kooperation im letzten Jahr bietet Moviepark Germany nun gemeinsam mit Ahoi Brause die erste horrormäßige Brand Experience in einem deutschen Freizeitpark an. Die neue Maze entsteht in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner ImaMotion und wird einen Teil des Eventcenters einnehmen. Im Ahoi Brause Horror Lab erwartet die Gäste eine Fabrikführung, die sie nie wieder vergessen werden. Die beliebten kleinen Tütchen enthalten ganz offensichtlich nicht nur Brausepulver, sondern auch eine große Portion Angst, Schrecken und vor allem Wahnsinn. Der unfreiwillig einzuschlagende Weg durch die vermeintlich verlassene Anlage führt die Gäste zur Quelle der Brause. Überraschungen und Irrwege inklusive, die jeden Besuch einzigartig machen. Eine Rezeptur, die besser hätte geheim bleiben sollen, denn hier werden Besucher zu Probanden höchst experimentell anmutender Mischungen. Ahoi Brause, alles nur Spaß. Die ominöse Brausefabrik öffnet voraussichtlich am 3. Oktober ihre Pforten. Unhallowed 2, Freakshow mit Update und mehr Festivalstimmung am Baboo Twister Express Plaza. Bei der Live-Show Unhallowed 2 The Freak Show Straight Out of Hell mit dem preisgekrönten Illusionisten Christian Fahler liefern sich auch in diesem Jahr ein himmlischer Priester und der Teufel einen erbitterten Kampf um die Seele einer jungen Frau. Der Teufel wartet auf den richtigen Moment, um wieder zuzuschlagen. Kann der Priester sie erneut retten oder wird er seine eigene Seele an die Hölle verlieren? Ein Introfilm vor Beginn der Show leitet das unheilvolle Szenario ein. Das Team von Fahler Show Productions hat in diesem Jahr ein paar neue Acts und eine neue gruselige Illusion im Programm. Ein Voodoo-Master gibt sein Bühnendebüt, der nicht nur mit seinem Körper unheimliche Dinge anstellt, sondern auch mit seinen Füßen Pfeile schießen kann. Auch eine Feuerspeierin, ein Flying Pole Act und die Headsaw Illusion entführen das Publikum in die Unterwelt. Damit auch musikalisch die Fetzen fliegen, lädt DJ Max Behring in der Scarezone Acid Rain zur nächsten Halloween-Party. Der von Perukaville bekannte DJ liefert auch in diesem Jahr den Soundtrack für alle, die eine Partyszene in ihren Horrorfilm einschieben möchten. Darüber hinaus wird der Baboo Twister Express im hinteren Bereich des Parks um einen Live-DJ mit Rockmusik, eine thematisch passende Show und eine neu konzipierte Foodzone mit Cocktails erweitert, um die Gäste so noch stärker in die dunkle Unterwelt des Festivals mitzureißen. Hierzu kooperiert Moviepark mit dem Radiosender Star FM Maximum Rock. Am Samstag, den 11. Oktober, wird Star FM DJ Chris Sepp auflegen und den Baboo Twister Express Plaza mit einer Mischung aus Pop-Rock, Modern Rock, Alternative und Classic Rock zu neuem Leben erwecken. Die neue Show Drums of Doom vereint mitreißende Trommelklänge, dynamische Tanzchoreografien und eindrucksvolle Feuereffekte. Auf dem Baboo Twister Express Plaza entsteht so ein neues Live-Erlebnis, das Rhythmus, Bewegung und Visuelles zu einer Performance verschmelzen lässt. Bis zu 3 Mal am Abend lässt die Moviepark Entertainment Crew den Plaza von seiner höllischen Seite auflodern. 9 Horrorerlebnisse, 4 Scarezones, Monsteraufmarsch, Hypnose-Show. Zur 27. Apokalypse weht mit 2 neuen Horrorerlebnissen nicht nur frische Asche über das Set der Horrorwood Studios. Auch die bekannten Mazes Hell House, Secrets of St. Elmo, The Slaughterhouse, Circus of Freaks, Final Stop, Murder Museum und die letztjährige Neuheit A Quiet Place läuten den Untergang in bewährter Manier ein. Der Aufmarsch der Monster läutet wieder die Halloween-Event-Tage ein und wird vom dunklen Herrscher der Horrorwood Studios, der diabolischen Filmklasse Sick, angeführt. Auch das Hypno-Casting lässt wieder die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwinden. Sinnverwirrer Stefan Nölle hat hierfür sein Castingstudio im Western Saloon vorbereitet. Weitere Highlights zum 27. Halloween Horror Festival. Nach Einbruch der Dunkelheit warten einige Achterbahn-Bloodbuster auf die Gäste. Mit der Moviepark Studio Tour Final Cut wird ein rasanter Horrorstreifen produziert. Der Baboo Twister Express lauert derweil im Western-Bereich.
Auch dieses Jahr zieht die Halloween-Variante der Looping-Hängeachterbahn die Besucher bei Lichteffekten in neue Zwischenwelten und wird neu in diesem Jahr mit einem Live-DJ während der Fahrt untermalt. In einem Farbspiel erstrahlt auch die Holzachterbahn The Bandit und auch eine Fahrt mit Star Trek Operation Enterprise bringt etwas Licht in die Dunkelheit. Dass Halloween mehr als Angst und Schrecken verbreiten kann, zeigt der Special Event Day am 11. Oktober. Gemeinsam mit der US-Initiative Haunters Against Hate setzen das Halloween-Team des Parks und die über 280 Monster der Horrorwood Studios ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung. Neben einer großen Halloween-Parade wird der Park dafür an einigen Stellen symbolisch in Regenbogenfarben erstrahlen. Familien, denen Dämonen und Monster zu gruselig sind, können im Moviepark auch die freundliche Seite von Halloween erleben. Das beliebte Halloween for Kids findet auch dieses Jahr wieder in einem gesonderten Bereich im Nickelodeon Land statt und bietet einige Bastelaktivitäten und Spiele für die jungen Halloween-Fans. Tickets zum Halloween Horror Festival. In den Moviepark-Eintrittstickets enthalten sind der Parkeintritt inklusive Halloween Horror Festival mit Gruselstimmung auf den Straßen und unheilvollen Begegnungen mit den Monstern in 4 Scare Zones. Durch die große Nachfrage in den letzten Jahren empfiehlt Moviepark Germany allen Halloween-Fans ausdrücklich den Erwerb eines Online-Tickets. Aufgrund begrenzter Ticketkontingente an den Eventtagen rät der Park seinen Gästen ebenso dazu, ihren Besuch frühzeitig zu planen und auch bereits die ersten Halloween-Tage zu buchen. Zeittickets für die Horrorhäuser können ausschließlich online erworben und müssen zusätzlich zum Parkeintritt gebucht werden. Die Tickets werden voraussichtlich am 16. September online verfügbar sein. Der Park wird hierauf auf seinen Social-Media-Plattformen hinweisen. Neben einem Speedy Pass Horror, welcher Schnellzugang für 5 Maces und die Freakshow enthält, gibt es auch in diesem Jahr wieder eine VIP-Variante. Der Sick VIP Pass ermöglicht den Besuch aller Maces inklusive der Neuheiten 2025, reservierte Sitzplätze in der Freakshow, einen VIP-Parkplatz neben den Kassen und zusätzliche gastronomische Leistungen.